Inbetriebnahme Q-Repeater 6. Die Inbetriebnahme, Installation und Einrichtung von Kundis-Geräten ist ausschließlich durch geschultes und unterwiesenes Fachpersonal und nur unter Beachtung der beiliegenden Betriebsanleitung bzw. der Produktbegleitdokumente durchzuführen. Eine Nichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Dieses Video ersetzt keine Betriebsanleitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweis: Zur Inbetriebnahme muss sich der Repeater im Auslieferungszustand bzw. im Modus Access befinden. Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses. Stecken Sie den Batteriesteckverbinder in den Steckverbinder für die Spannungsversorgung. Drücken und halten Sie die Funktionstaste länger als 1,5 Sekunden. Der Repeater wechselt in den Modus Installation. Die LED blinkt für bis zu 62 Minuten grün. Der Repeater führt in dieser Zeit einen Messgerätescan durch. Pairing-Prozess Q-Repeater 6 mit Q-App und Q-Tool. Hinweis: Für den Pairing-Prozess ist Version 2.2 oder höher auf dem Q-Gateway 6 Direct und in der Q-App erforderlich. Auf dem Startscreen von Q-App drücken Sie zunächst auf den Button Q-Tool verbinden, um Q-App und Q-Tool miteinander zu verbinden. Wenn Ihr Q-Tool schon einmal mit Q-App verbunden war, erfolgt die Verbindung nun automatisch. Im oberen Bereich sehen Sie die Statusinformationen des Q-Tools. Hinweis: Bevor Sie mit der AES-Authentifizierung in Q-App beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Berechtigungen verfügen. Diese können im Kundis-Portal vergeben werden. Klicken Sie auf das Zahnrad oben, um zu den Einstellungen in Q-App zu gelangen. Klicken Sie auf AES-Authentifizierung, um einen Token anzufordern. Geben Sie Ihre Kunden-Login-Daten aus dem Kundis-Portal ein und klicken auf Anfordern. Im unteren Bereich des Displays erscheint der Hinweis Token erfolgreich erhalten. Klicken Sie auf den Pfeil oben links, um auf den Startscreen zurückzugelangen. Drücken Sie auf den Plus-Button im unteren Displaybereich. In der Übersicht aller Vorgänge wählen Sie Gateway-Inbetriebnahme. Unter Gateways sehen Sie alle empfangenen Gateways, inklusive der jeweiligen Seriennummer. Unter Fortschritt können Sie erkennen, wie viele Gateways bisher empfangen wurden. Klicken Sie auf das Q-Gateway 6 Direct, mit dem der Q-Repeater 6 verbunden werden soll. Sie sehen als erstes die Benutzeroberfläche mit den allgemeinen Gateway-Gerätedaten in Q-App, beispielsweise der Gateway-Modus, der Funkstatus oder die Anzahl der gefundenen Geräte. Durch das Drücken der Pfeiltaste werden Ihnen weitere Informationen zu Ihrem Q-Gateway 6 Direct angezeigt, zum Beispiel die Firmware-Version. Hinweis: Für das Pairing ist Version 2.2 oder höher auf dem Gateway 6 Direct und in der Q-App erforderlich. Q-App bietet Ihnen weitere Informationen in den Menüpunkten GSM, Geräte und Repeater. Im Reiter GSM können Sie unter anderem die GSM-Technologie oder den Empfangspegel einsehen. Unter Geräte sehen Sie alle bisher erfassten Geräte sowie ihren aktuellen Status und Empfangspegel. Mit der Funktion Sortieren können Sie sich die empfangenen Geräte nach verschiedenen Kriterien anzeigen lassen. Beispielsweise nach der Seriennummer, absteigend oder dem besten Empfang. Klicken Sie auf Anwenden, wenn Sie Ihre Auswahloption getroffen haben. Mit der Funktion Filter können Sie die Liste der empfangenen Geräte nach verschiedenen Vorgaben einschränken. Beispielsweise können Sie sich nur empfangene Geräte anzeigen lassen. Klicken Sie auf Filter anwenden, wenn Sie Ihre Auswahloption getroffen haben. In dem Menüpunkt Repeater können Sie einem Q-Gateway 6 Direct einen Q-Repeater 6 zuweisen und auch wieder entkoppeln. Der obere Pegelwert zeigt Ihnen die Verbindungsqualität zwischen Q-Tool und Gateway an.
Anhand der grünen Haken können Sie erkennen, wie gut die Verbindungsqualität zwischen Ihrem Gateway und dem jeweiligen Repeater ist. Bevor Sie den Pairing-Prozess starten, werden die AES-Schlüssel automatisiert in QApp geladen. Sollte der Import nicht automatisch starten, klicken Sie auf das Dreipunktmenü und anschließend auf AES-Schlüssel importieren. Die AES-Schlüssel werden geladen. Im unteren Bereich des Displays erscheint der Hinweis Import erfolgreich. In der Rubrik Nicht zugewiesene Repeater sehen Sie alle QRepeater 6, die noch nicht mit dem QGateway 6 Direct verbunden wurden. Wählen Sie aus dieser Liste alle Repeater aus, die Sie mit Ihrem Gateway koppeln wollen. Klicken Sie oben auf das Pairing-Icon, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Synchronisierung zu starten. Die Synchronisierung zwischen den ausgewählten Repeatern und dem Gateway beginnt. Nach 10 bis 20 Sekunden ist der Vorgang beendet. Die verbundenen Repeater erscheinen anschließend in der Rubrik Zugewiesene Repeater und wechselt in den Modus Repeat. Mit denselben Arbeitsschritten und Buttons können Sie den Repeater wieder vom Gateway trennen. Klicken Sie auf das Häkchen-Icon, um den Vorgang abzuschließen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, gelangen Sie automatisch in die Übersicht Gateway Inbetriebnahme zurück. Drücken Sie auf den Home-Button, um zum Startscreen von QApp zurückzugelangen.